Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Stift nicht. Ja, mein Stift geht. Also, gut, das geht schon gut los. Es ist zu warm für Stifte. Ja, herzlich willkommen zu diesem heißen Nachtgeflüster. Es ist noch warm, aber heute sind die ersten Gewitter angekündigt an diesem 29. Mai, wo wir das gerade aufnehmen. Und das ist auch das erste, was wir aufnehmen nach Aschaffenburg, auch wenn es jetzt gefühlt schon wieder fast 2 Wochen her ist, wenn das hier rauskommt. Aber erst nochmal riesiges Dankeschön an alle mal wieder, die da waren. Es war ein wunderschöner Abend. Ihr habt gesehen, wie Conny mich mit Bobby Car über die Bühne gezogen hat. Das war auch mal wieder eine Premiere. Ja, es war ganz toll. Und wenn ihr so ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, dann liegt es daran, dass in diesem Studio 32 Grad sind und der Ventilator läuft. Ansonsten ersticke ich hier. Und wenn ihr ein kleines Bum, 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 Bum hört. Das liegt am Sauerkraut, was der Conny gestern gegessen hat. Nee, das liegt am Stinger, der gerade sein Live-Set checkt, weil der das ganze Wochenende irgendwo auf irgendwelchen komischen Bühnen steht und Du, wenn ich das nicht höre, hört es, glaube ich, niemand. Aber falls es zwischendurch mal kommt, dann wissen wir es jetzt. Ich wollte es nur kein Phänomen. Zum Beginn sagen. Und ich habe Heuschnupfen heute noch. Also Mutti eine vollgepackte Nase und Sendung. Wie komme ich mir heute so dunkel vor? Aber ist eigentlich alles Licht an, was ich brauche. Komisch. Ja, bei mir hat sich ja ein Licht im Hintergrund verabschiedet, aber das ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte hat uns eingesendet über Instagram der Steffen, und zwar vom 3. Mai 2025. Und er schreibt, ich habe auch so 2, 3 Erfahrungen gemacht, an die ich mich noch erinnern kann. Wir haben damals auf einem LPG gewohnt, wo auch eine alte Schule steht. LPG ist, glaube ich, ein landwirtschaftlicher, ist das nicht ein DDR-Betrieb? Boah, weiß ich auch nicht. Ich glaube schon. Er war damals um die 10 Jahre alt und wir sind da mit ein paar Freunden reingegangen. War in dem Alter schon gruselig. Wir waren alle in einem Raum, auf einmal knallt ein paar Räume weiter eine Tür zu. Wir waren alle sehr schnell raus. Andauernd habe ich immer Abstand zu diesem Gebäude gelassen. Ein paar Jahre später hat unter dem Dach in einem Zimmer immer eine Lampe geleuchtet. Toll, ja, schön. Das sind so Sachen, weil das mit den Türen kenne ich ja auch, aber wenn dann irgendwie in einem Raum, wo nichts leuchten soll, was leuchtet, das ist dann schon spooky. Also da würde mich ja mal interessieren, hast du da irgendwie was in Erfahrung gebracht? Das würde mich wirklich interessieren. Weiter schreibt er, mein Dad ist 2013 verstorben und es fällt mir immer noch schwer. Vor 2, 3 Jahren, da war ich um die 40, bin ich nachts wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass 2 Hände unter meinem Oberkörper greifen und mich hochheben wollen. Wow. Ich bin dann unter Tränen wach geworden. Keine Ahnung, ob es mein Dad war und ob er mich in den Arm nehmen wollte. Letztes Jahr bin ich mit dem Motorrad in Rumänien gewesen, eine Nacht im Hotel Transsilvanien verbracht. Abends um 22 Uhr in die Wanne gestiegen, Fenster offen gehabt. Ja, hab dann aus Langeweile Google Maps aufgemacht und gesehen, dass direkt hinter dem Hotel ein Friedhof ist. War dann sehr schnell aus der Wanne raus und hab das Fenster zugemacht. In der Nacht bin ich dann wach geworden, weil irgendetwas, entweder in den Wänden gelaufen ist oder daran gekratzt hat. Das war eine scheiß Nacht. Das glaube ich dir. Danke, dass du uns das erzählt hast. Dankeschön. Aber irgendwie, ich meine, natürlich, ich war mal wieder nicht dabei, so, dann lässt sich das so leicht sagen, aber irgendwie denke ich jetzt gerade, wie geil, da bist du schon in Rumänien, eine Nacht im Hotel Transsilvanien, dann liegst du da in der Wanne, merkst noch, hinter deinem Fenster vom Badezimmer ist ein Friedhof. Also ich finde ja gerade so atmosphärisch gesehen geht's doch gar nicht besser, aber vielleicht bin das auch nur ich. Ja, und wenn dann noch die Hallervorden singt, die Wanne ist voll. Ja, wenn ihr das kennt, dann seid ihr auf jeden Fall älter als du. Nee, ich kenne es auch tatsächlich noch. Deswegen würde ich sagen, älter als ich mindestens. Ja, das ist auch sehr gruselig. Erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de, das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns alles schicken könnt, was ihr so Gruseliges erlebt habt.
Richtig, und das hat, so wie ich das sehe, das war nämlich eine Mail auch die Maren gemacht. Das ist eine Schreibweise, die kenne ich noch gar nicht da bei dem Namen. Das ist nämlich ein Accent aigu über dem E. Und dadurch ist es ja noch mehr Maren und nicht Maren. Um mal meine alten, ungefähr einzigen Französischkenntnisse rauszuholen, die ich noch habe. Accent aigu geht in die Hü, hat man gesagt. Ja. Gut, also ich lese mal vor. Ich heiße Maren und bin seit einiger Zeit Fan eures Podcasts. Ich höre euch in euren unglaublich spannenden Geschichten gerne zu. Und jetzt möchte ich meine erzählen. Im April letzten Jahres ist meine Mutti von heute auf morgen verstorben. Wow. Sie ist einfach in ihrem PC-Bett eingeschlafen. Ist das jetzt, sagt ihr das? Okay, Conny schaut's nach, was das sein könnte. Mein Papa hat mich auf der Arbeit angerufen, ich arbeite nur Nachtschicht und so konnte ich innerhalb von 10 Minuten bei ihnen sein. Auch meine Kinder sind gekommen und so konnten wir uns alle von ihr verabschieden. Es war der bisher schlimmste Moment in meinem Leben und sie dort so liegen zu sehen und zu wissen, dass wir nie wieder miteinander reden können, war schrecklich. Hast du was rausgefunden? Noch nicht. Mein Mann konnte an diesem Abend nicht zum Verabschieden kommen. Ich habe mich dann eine Woche lang krankschreiben lassen und bin am Montag, in Klammern genau eine Woche später, wieder zur Arbeit. Wir haben eine Wohnung über 2 Etagen und haben uns nach dem Auszug unserer Kinder ein schönes Fernsehzimmer und ein Schlafzimmer unterm Dach hergerichtet. Da sitzen wir dann und schauen Filme auf der Leinwand. Auf alle Fälle bin ich gegen 21 Uhr gegangen und wie immer, wenn ich vom Sessel aufstehe, setzt sich unser 4-jähriger Hund auf meinen Platz und macht sich's dort gemütlich. Am nächsten Tag sagt mein Mann zu mir, setz dich jetzt mal her, ich muss dir was erzählen. Also gut. Oscar, unser Hund, saß also auf meinem Sessel und er hat sich's bequem gemacht. Mein Mann hatte die Leinwand runtergezogen, den Beamer angeschaltet. Ja, auch er hat sich dann in seinen Sessel gesetzt. Licht war ausgeschaltet, nur der Beamer war an und ich bin noch nicht auf nicht stören. Da hat der Conny mir aber Bescheid gesagt, das ist ein Pflegebett. Okay. Also, Mann setzt sich zu ihr und so weiter und so fort. Auch im Sessel, Licht war ausgeschaltet, nur der Beamer war an. Plötzlich lief ein Schatten an der Leinwand entlang und in seine Chipstüte, die immer links neben ihm steht. Es hat sogar geknistert. Er dachte erst, es sei Einbildung. Dann springt unser Hund plötzlich vom Sessel und setzt sich unten auf den Boden. Er starrte die ganze Zeit auf den Sessel, aber da war ja niemand. Mein Mann sagte, das war echt unheimlich. Später ist er ins Bett gegangen. Alles dunkel. Dann hörte er, wie die Gardine rübergeschoben wurde. Er ist zu Tode erschrocken, machte das Licht an, aber auch da wieder nichts. Ja, das hat er mir erzählt und er ist überzeugt davon, dass es eigentlich keine paranormalen Aktivitäten gibt. Er hatte an diesem Abend Gänsehaut und ich auch, als er es mir dann erzählte. Ich bin mir sicher, dass meine Mama Lebewohl sagen wollte. Ich hoffe, dass es wirklich so ist. Ja, und dass wir uns alle irgendwann wiedersehen werden. Übrigens sind auch ein paar komische Dinge bei unserer Tochter passiert, seitdem ihre Oma verstorben ist. Das kommt vielleicht ein anderes Mal. Macht weiter so und seid gegrüßt. Wow, da ist ja auch einiges los. Ja, und bei all der Emotionalität und Traurigkeit, die damit verbunden ist, finde ich irgendwo doch auch so eine knisternde Chipstüte ganz, ganz herzlich irgendwie. Also es geht auf jeden Fall gruseliger und wenn sie sich so bemerkbar gemacht hat, ich meine klar, die Gardine ist dann schon eine andere Hausnummer, aber die knisternde Chipstüte, das finde ich doch schon fast wieder ein bisschen sympathisch. Und heimelig, ja. Genau, und das passt ja auch total, weil du hast ja geschrieben, dein Mann war der Einzige, der da an dem Abend, wo es passiert ist, nicht nochmal sich verabschieden konnte. Und somit irgendwie ganz logisch, dass er jetzt derjenige ist, der diese Erfahrung hatte. Finde ich. Mhm. Dankeschön. So, und du hast mir jetzt geschrieben, da ist jetzt beim Rüberkopieren was falsch gelaufen. Pflegebett würde das dann wohl eigentlich heißen. Und so stand es auch richtig in der eigentlichen Nachricht, was auch immer da passiert ist. Das weiß nur der liebe Mac-Gott oder Microsoft Word-Gott. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war es im Original das Pflegebett. Silvi hat uns geschrieben am 4. April 25 und sie schreibt: Hallo, ich habe euch vor kurzem entdeckt und finde euch super. Habe euch direkt bei YouTube abonniert. Kleiner Hinweis, dort könnt ihr die Sendung sehen. Und auch das Nachtgeflüster 150 live aus Aschaffenburg ist da in voller Bewegtbildbreite 16:9. Okay.
HD, aber nur so 1080 ungefähr. Ja, zu sehen. Eigentlich, so schreibt Silvi, glaube ich nicht an Paranormales, aber es interessiert mich trotzdem und ich will es einfach wissen. Ich versuche oft, normale Erklärungen zu finden, was auch funktioniert. Aber ich weiß manchmal nicht, ob es nicht doch das Paranormale war. Ich selber habe tatsächlich keine Erlebnisse oder ich check's nicht, keine Ahnung. Aber ich möchte euch 2 kleine Sachen erzählen. Die eine ist von meiner Oma. Sie ist vor ca. 28 Jahren verstorben im Hospiz. Sie hatte Krebs. Sie erzählt an einem Tage, dass sie nachts von ihrem Mann, meinem Stiefopa, besucht wurde und er sie abholen wollte. Er sagte, komm, wir müssen los. Er war zu diesem Zeitpunkt ein paar Jahre schon tot. Ein paar Tage später starb meine Oma. Vielleicht hat mein Stiefopa sie tatsächlich abgeholt. Was, wenn es wirklich so war? Wenn es es gibt, dann ist es doch irgendwie schön zu wissen, dass man von seinen Liebsten vielleicht abgeholt wird. Oder das Gehirn wirft Hormone raus und damit man nicht so leidet und fängt an zu halluzinieren. Man weiß es nicht, so schreibt sie. Übrigens war das bei meiner Oma damals genauso. Da steht einer, der holt mich ab, ihr müsst jetzt gehen, habe ich ja mal erzählt. Ja. Die andere Geschichte ist, dass mein Onkel vor ein paar Jahren starb. Er lebte bei meiner Cousine. Sie hat einen Sohn, der zu diesem Zeitpunkt 3 oder 4 war. Er ist jeden Morgen freudig in das Zimmer seines Opas, um Guten Morgen zu sagen. Immer. An einem Tag wollte er aber da nicht rein. Es gab jetzt keinen ersichtlichen Grund. Er hat sich förmlich gewehrt. Als meine Cousine dann reinging, stellte sie fest, dass mein Onkel in der Nacht im Schlaf gestorben ist. Wow. Okay. Liebe Grüße, Silvi. Wow. Ich meine, es ist jetzt nicht super ungewöhnlich, aber irgendwie ist wieder viel tot hier heute. So, ja. Also auch so angehörig und so die Richtung, aber ja. Krass. Hui, danke, dass du uns das erzählt hast. Erlebnisse@aktenzeichen-paranormal.de oder an die WhatsApp-Nummer, die steht unten in den Shownotes. Ihr richtig. Kleinen Bims. Übrigens total wahnsinnig. Es waren jetzt fallen mir wieder die Namen nicht ein von den 2 Mädels, die waren auf dem Kapellenberg. Die sind bis Dienstag in Aschaffenburg geblieben und fahren immer, wenn sie hier waren, nochmal auf den Kapellenberg, um zu gucken, weil es da so schön war. Wo wir uns also ich weiß die Namen, ich weiß nicht, ob die generell anonym bleiben wollen, so für, wenn sie auch mal was erzählen oder einschicken oder nicht, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber ich sag's jetzt trotzdem lieber nicht. Aber ihr wisst, wer ihr seid, wir wissen, wer ihr seid. Und wir wollen auch mal wieder auf den Kapellenberg, eigentlich mal. Oder? Ja, wir wollten ja eigentlich eine Sommerparty da machen. Dieses Jahr wird es aber nichts, weil einfach zu viel war. Aber vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Das wäre schön. Ist halt sehr limitiert dann. Und ich bin jetzt schon wenn wir das tun sollten, auf den Vorverkaufsprozess gespannt, weil ganz im Ernst, es waren vor 2 Jahren 2 Stunden, da waren die 100 Tickets weg. Und jetzt hören uns doch, glaube ich, nochmal 13 Leute mehr als damals. Und vielleicht 14, ja, wie das dann läuft. Aber gut, vielleicht müssen wir 2 Abende machen oder so. Aber das oder war einfach toll. Einfach so ein Las Vegas-Ding wie viele andere, weißt du, einfach nur noch so dauerhaft, den ganzen Sommer, jeden Samstag. Okay, gut, ich lese nochmal was. Sie haben sich das ausgesucht. Also Entschuldigung. Wir sind so Confried und Roy oder weiß ich nicht. Confried ist ja ein schlimmer Name. Meinst du, den gibt's echt? Ich glaube nicht. Jetzt schon. Gut, genauso wie, das ist jetzt aber nicht so ungewöhnlich, wie es den Namen. Ich gucke nochmal kurz hier ans Ende. Ja, das scheint in Ordnung zu sein, den Namen Tim gibt. Den gibt's nämlich wirklich. Und der hat uns eine E-Mail geschrieben, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, das war wohl im April 25. Aber da hat er uns noch geschrieben, moin, vor wenigen Tagen bin ich über euren Podcast gestolpert, in Klammern leider erst so spät. Ja, es ginge auch später. Das macht aber nichts, schreibst du, dafür habe ich jetzt mehr zum Wegbingen und das ist auch gut so. Unter anderem hatte ich jetzt eure Folge über die Nachtschichten im Krankenhaus gehört. Kleine Info dazu, ich bin Krankenpfleger in einem Krankenhaus und überwiegend in der Nachtschicht. Okay, dann können wir uns vielleicht vorstellen, in welche Richtung es geht. Es geht jetzt nämlich los. Die Geschichten mit Moment. Jetzt muss ich kurz verstehen, wie das gemeint ist mit 1. Achso, die Geschichte mit einer stirbt und nimmt 2 mit. Jetzt verstehe ich es, weil du Zahlen nur geschrieben hast. Und ich dachte, Moment, was? Also, eine Person verstirbt und nimmt dann 2 weitere mit. Hattet ihr ausreichend gehabt, sowie auch die Klingeln in den Zimmern der Verstorbenen. Da hatten wir schon viele, ja. Mir ist nach dem Hören der Folge über die Nachtschichten im Krankenhaus tatsächlich auch eine Story eingefallen, die mir selbst auf der Arbeit passiert ist. Prinzipiell glaube ich ans Paranormale
und habe, wie ihr schon oft sagt, je nach Öffnen des Kanals eine mehr oder weniger starke Verbindung zu solchen Ereignissen oder Präsenzen. Ein Profi bin ich bei weitem jedoch nicht, eher ein betroffener Laie. Das finde ich gut. Jetzt aber zur Geschichte. Es war in der Nachtschicht am 13. August 2022, gegen 1 Uhr nachts. Ich saß im Stationszimmer am PC, vor mir Glasscheiben, also auch freie Sicht auf den Flur. Ich lehnte mich im Bürostuhl etwas zurück und sah, wie sich in dem Zimmer gegenüber des Stationszimmers, da arbeite ich auf einer Orthopädie und das ist ein Raum, wo die Menschen ihre operierten Knie durch eine Schiebe passiv bewegen lassen konnten, so schreibst du es, zum kontrollierten Beüben zur Beugung des Knies und so. Also hier nochmal die kleine Erklärung von dir. Dieser Raum ist L-förmig, wo 2 Liegen mit den Schienen auf dem einen Stück und eine auf dem etwas schmaleren Stück stehen. Eine der Liegen steht mit dem Kopf zum Fenster und dem Fußende Richtung Tür. Es ist keine Tür vorhanden, sodass man immer direkten Blick in den Raum hinein hat. Ja, wie gesagt, ich lehnte mich zurück und sah dann im Augenwinkel, dass sich in diesem Raum etwas bewegte. Bei genauerem Hinschauen fiel mir auf, dass der Schuhlöffel am Ende der eben beschriebenen Liege anfing zu pendeln. Anfänglich habe ich mir nichts dabei gedacht. Im Nachhinein glaube ich aber, mich zu erinnern, dass ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Es hätte meine Kollegin gewesen sein können oder einfach ein Patient vorbeigeschlichen, was ich dann nicht mitbekommen hätte. Im Nachhinein eher unwahrscheinlich aufgrund des Glases. Nach wenigen Minuten schaute ich wieder in den Raum und der Schuhlöffel pendelte immer noch. Ich sprach meine Kollegin an, ob sie dort drin gewesen sei oder ob sie was mitbekommen hätte. Sie verneinte und meinte, ich würde sie jetzt nur aufziehen wollen oder halt veräppeln. Ja, wir beobachteten also weiter beide den Schuhlöffel. Der pendelte fleißig weiter, immer im gleichen Takt. Inzwischen sind bereits über 5 Minuten vergangen. Dann sind meine Kollegin und ich in den Raum hinein. Auch wenn es windstill war, haben wir geschaut, ob das Fenster irgendwo geöffnet sei. Fehlanzeige, das war verschlossen. Auch auf dem Flur kein Wind. Eine Lüftung gab es in dem Raum nicht. Beide hatten ein leichtes Gefühl. Nicht wirklich bedrohlich, aber dennoch war irgendetwas anwesend. Wir sind dann gerade raus aus dem Raum und nach kurzem wieder rein. Der Schuhlöffel pendelte weiter im gleichen Tempo und wir sind rein. Dabei fiel mir auf, dass es trotz der warmen Nacht im August sehr kühl war dort und mir lief eine leichte Gänsehaut über den Körper. Meine Kollegin, in Klammern, sagt übrigens von sich selbst, sie ist nicht so empfänglich für Paranormales. Sie hatte auch die kühle Luft im Raum gespürt, aber sonst nichts weiter. Alles in allem hatte der Schuhlöffel um die 20 Minuten im gleichen Takt gependelt, bis sie dann wagemutig den Schuhlöffel angehalten hatte und danach hat er nicht erneut angefangen. Ich hatte auch in den Raum hineingesprochen, dass es schon lieb wäre, dass wir auf der Arbeit in der Nacht Besuch hätten, aber wir jetzt weiterarbeiten müssten. Meine Kollegin schaute mich daraufhin nur ungläubig an. Der Cold Spot, wie du es nennst, hat sich dann auch schnell aufgelöst und dieses Gefühl, dass da etwas sei, das verschwand ebenfalls. Dafür hatte sich dann der Türknauf der Küche schräg gegenüber, also ein richtiger Knauf ohne weiteren Griff, also so ein runder Knubbel meinst du wahrscheinlich, der hat dann einfach angefangen, sich von allein zu drehen. 2 bis 3 Mal, dann war es vorbei. Allerdings war es diesmal nicht kalt. Und auch dann war die Nacht endlich vorbei. Ich hatte das Pendeln auf 3 kleinen kurzen Videos für einen Freund aufgenommen und könnte es euch, dass wir es immer so spät dann erst registrieren, könnte es euch bei Interesse auch zukommen lassen. Hoffentlich ist es nicht zu lang geworden und ihr könnt was damit anfangen. Sonst muss ich auch nur sagen, auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin, gefällt mir euer Podcast sehr. Ihr macht das beide super sympathisch. Macht gern weiter so. Ich freue mich, dass ich noch einiges vor mir habe, was ich hören kann. Liebste Grüße, Tim. Also, Conny, wir haben die Videos vermutlich noch nicht angefragt. Wahrscheinlich habe ich sie angefragt, aber ich habe sie nicht. Na gut, lieber Tim, hiermit dann vielleicht die erneute Aufforderung, schick sie uns nochmal mit am besten irgendwie Betreff Nachtgeflüster 151, dann können wir es zuordnen und zeitnah nachreichen, falls du uns immer noch hörst, was wir hoffen. Das hoffen wir doch, Tim. Wow, da ist ja also immer wieder krass, diese Storys aus diesen Stationen. Ich finde halt auch den Türknauf, muss ich jetzt sagen, auch wenn der nur quasi gegen Ende so als Randnotiz fast schon erwähnt wurde, aber den finde ich ja doch spannender als den Schuhlöffel. Also auch der 20 Minuten lang ohne jeglichen Wind oder sonst was ist schon eine Hausnummer, aber so ein Türknauf, der sich ganz ohne alles dreht, das ist, finde ich, macht mich mehr K.O. Ja. Macht mich auch ein bisschen fertig. Oh, irre. Danke, dass du uns das erzählt hast und damit kommen wir zu einem Produkthinweis.
Ja, mir ist eben eingefallen, wir müssen die Werbung gar nicht machen. Wir hatten die eigentlich am Montag schon drin. Aber hiermit seid ihr kurz erinnert, es gibt die neuen Cocktails, also nicht die neuen, es gibt sie wieder, die Cocktails von Holy. Checkt's aus, alles im Linktree. Und damit Werbung Ende. Aber es gibt auch Holy Badelatschen als Goodie. Ja, stimmt. Die haben wir am Montag tatsächlich nicht erwähnt. Ab einem bestimmten Bestellpreis gibt's Badelatschen. Holy Letten würde ich sie fast schon nennen wollen. Richtig. Und der Capybara Colada, das ist neben dem Mojito mein Favorite. Also alle Infos in den Linktree oder ja, im Linktree. Paranormal ist der Code, damit spart ihr 10%. Boom, nochmal Ende. Und zurück ins Nachtgeflüster erfrischen könnt ihr euch dann gleich irgendwie anders. Und ja, ich wollte es dir eigentlich, habe ich mir vorgenommen, ich schreibe dir das während der ersten Sprache. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du hier so früh in die Werbung gehen willst. Ich hatte es gerade offen. Also, ja, macht ja nichts. Haben wir gut gerettet, oder auch nicht. Aber pro Sprache, Chrissy hat uns eine geschickt und ich weiß nicht, von wann sie ist, aber sie geht 7 Minuten und wir hoffen, dass du es hörst, Paddy, weil wir haben mal wieder keinen technischen Test gemacht. Und das zeichnet uns ja aus, ne? Wir gehen online, treffen uns, drücken auf Rekord und keiner denkt drüber nach, auch dass die Uhr die ganze Zeit sich hier meldet. Ja, das ist alles doch wie immer. Vielleicht steht sie auf nicht stören, ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt ein favorisierter Kontakt gewesen. Das ist Google Fotos gewesen. Und ist das schon wir haben 2 alle Jahre her? Unsere besonderen Freundschaften. Was denn? Ist das schon 2 Jahre her? Seht ihr deine Reise nach Spanien und Frankreich an? Das ist wohl 2 Jahre her. Die Zeit fliegt, mein Lieber. Ja, ich drück Play. Hallo ihr beiden, guten Morgen. Jetzt habe ich auch noch eine Geschichte, die ich erst letzte Nacht erlebt habe. Und die muss ich jetzt gleich loswerden, bevor ich es vergesse. Erstmal, ich bin noch nicht lange bei euch beim Podcast. So vielleicht einen Monat. Aber ich ziehe es mir jeden Tag rein, wirklich intensivst. Alle Geschichten, also von Anfang an, von eurem Podcast Anfang bis jetzt, die Geschichten. Bin schon fast durch. Also bin fast bei den aktuellsten Sachen jetzt, aber eben noch nicht ganz. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut, spannend, gruselig, alles. Und ihr erzählt das so gut. Ihr seid aber echt richtig sympathisch. Also das wollte ich jetzt noch kurz an dieser Stelle loswerden. Macht weiter so. Jetzt zur Geschichte. Das war so. Also ich glaube an sowas. Also ich glaube, dass irgendwas es mehr gibt, als wir wissen oder uns bewusst ist. Aber selber habe ich noch nie was erlebt bis letzte Nacht eben. Ich bin ganz plötzlich, habe ich irgendwie mitten in der Nacht bemerkt, dass ich so mit offenen Augen da lag. Also wie als wären meine Augen gar nicht beim Schlafen zugegangen. Also normalerweise hat man ja das Gefühl, wenn man aufwacht, dann merkt man ja, wie man jetzt einfach die Augen aufmacht und aufwacht. Bei mir war das nicht so. Irgendwie, die Augen waren weit auf und ich habe alles so gesehen und bin aber plötzlich wie bei Bewusstsein gewesen wieder und habe dann irgendwas von der Eingangstür auf meiner Bettseite zu mir her sich bewegen sehen. Es war dunkel bei uns, aber dieses etwas war so hell umrandet, also nicht wie ein Schatten, sondern es war so eine Art Licht, aber das war so eine Umrandung um etwas. So habe ich es jetzt in Erinnerung noch, keine Ahnung. Und dann ist das auf jeden Fall auf mich zugekommen und ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit geschrien oder gerufen habe, nein, nein oder sowas. Und das war aber so unkontrolliert. Also ich konnte es gar nicht kontrollieren, was ich rufe, wie laut ich rufe. Normalerweise, wenn ich halt aus einem Traum erwache oder da weiß ich, was habe ich jetzt geträumt. Oder also ich verarbeite meine Träume schon auch, indem ich rede, aber niemals schreie oder sowas. Das bisher noch nicht. Und das war aber so, ich war wach, das weiß ich auch, ich war richtig wach, aber ich habe das nicht kontrollieren können, was ich da von mir gebe. Ganz seltsam.
Davon ist natürlich mein Mann auch wach geworden, hat versucht, mich zu beruhigen. Ich war anscheinend voller Panik. Bin dann auch bloß so zu ihm hin. Ich weiß auch, als Gefühl hatte ich einfach nur pure Angst, obwohl das jetzt nicht irgendwie gruselig aussah oder so, zumindest in meiner Erinnerung. Aber ich hatte richtig Angst. So als Gefühl einfach nur Angst und Panik und als müsste ich irgendwas beschützen die ganze Zeit. Und ja, habe dann auch so mit meinen Händen rumgefuchtelt. Also ich weiß das also. Ich habe so irgendwas versucht abzuwehren und habe die ganze Zeit Nein, Nein gerufen. Ja. Gut. Und dann war es das eigentlich so weit gewesen. Ich bin dann irgendwann unruhig eingeschlafen. Nach einer kurzen Zeit ist meine Tochter dann rübergekommen. Die kommen immer nachts so rüber, wenn sie bei uns weiter schlafen wollen. Meine Kleine, die ist rübergekommen, auch total unruhig, hat dann neben mir, sie hat sich in die Mitte gelegt, ist immer wieder auch hingesessen ins Bett, aber nicht panisch oder so, einfach hingesessen, hat die ganze Zeit eben zur Eingangstür geschaut und wollte gar nicht mehr einschlafen. Hat die ganze Zeit gesagt, nein, aufstehen, will nicht mehr schlafen und so. Also ich konnte sie auch nur, die war total unruhig, ich konnte sie gar nicht richtig beruhigen. Irgendwann sind wir aber alle Gott sei Dank eingeschlafen. Und heute Morgen oder ziemlich in der Früh, ich glaube so, wann ist mein Mann auch schon 5 bis 6 rum, ist der ganz panisch aufgewacht. Also richtig auch voller Panik. Der hatte wohl so, wie als würde er kurz vorm Abkratzen sein, so eine Panik. Hat er erzählt, so eine richtige Panikattacke und konnte... ihm war übel, ihm war schlecht, als müsste er sich gleich übergeben. Er war voll nass geschwitzt, ihm war aber sehr, sehr kalt, aber sein Körper und alles war nass. Und voller Panik ist er auch eben aufgewacht. Und sowas hat er irgendwie noch nie gefühlt auch und ist aus dem Bett gestürmt, aus dem Zimmer. Und musste sich auch einfach dann übergeben. Aber er ist nicht krank oder so, also keine Ahnung. Er ist auch ganz normal ins Bett gegangen und danach war es dann auch wieder weg, aber alles in allem war das total seltsam, finde ich. Also das Ganze zusammen, wäre es jetzt nur irgendwie ein Einzelnes, hätte ich gesagt, okay, ich habe vielleicht einfach lebhaft geträumt. Mein Mann ist vielleicht einfach krank geworden. Die Kinder schlafen unruhig, aber so irgendwie im Gesamtpaket und auch vom Gefühl her, ich bin heute mit so einem Gefühl aufgewacht, es war einfach, es würde was nicht stimmen, es ist einfach irgendwie unwohl hier, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht bin ich zu intensiv in euren Folgen drin, aber das war wirklich seltsam. Und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Jetzt sind es leider mehr als 5 Minuten geworden. Ich weiß, ihr wollt mal kurze. Ich wollte es einfach loswerden. Ja. Weiß nicht, ob ihr es verwenden könnt oder nicht, aber es hat jetzt gut getan, das euch einfach zu erzählen. Macht weiter so. Ich höre weiter eure Stories. Es ist einfach so spannend, was die Leute so alles erleben und was es halt auf der Welt gibt. Unerklärliches. Einfach spannend. Bleibt so, wie ihr seid. Bis dann. Danke dir, da ist ja einiges los gewesen in der Nacht. Und auch dafür ist es übrigens gut, weil jetzt, du hast selber gesagt, das tut mal gut, das loszuwerden. Und genau, das ist ja auch richtig. Und ja, du hast es vielleicht auch mittlerweile schon gehört, die 5-Minuten-Regel, die gab es nur am Anfang. Du hast ja selber gesagt, du bist erst relativ frisch dabei gewesen, als du uns das geschickt hast, aber es sind jetzt sogar 10 Minuten erlaubt. Das heißt, du warst sowas von im Rahmen, hättest sogar noch 3 Minuten weitermachen können. Und ich fand das am Anfang schon irgendwie so, das ist wie, weiß ich gar nicht, irgendwie, du hast so diese Frische von jemand Neuem, der hier so reinkommt, weil also mein Gedanke vom ersten Erlebnis war, du hast gesagt, so wach geworden und die Augen auf und das war doch eine Schlafparalyse oder was hast du gedacht, Conny? Ich tippe drauf, ja. Genau, und diese, guck mal, ich finde das so spannend, für uns ist das so, das klingt so komisch, täglich Brot irgendwie so, aber das ist noch, das ist so erfrischend, Leute,
hier mal zu haben, die es noch nicht kennen und vielleicht jetzt kennenlernen, weil das kann ja auch nur helfen. Ich erzähle nur immer wieder von mir. Seitdem ich weiß, was ich da habe mit den Schlafparas, hatte ich ja keine mehr. Und Chrissy, vielleicht geht es dir ja dann auch so, dass das dir was hilft. Also falls du es bis jetzt immer noch nicht so ganz auf dem Schirm hattest, schau mal im Internet, google mal gerne Schlafparalyse, dann weißt du viel mehr darüber. Und was ich jetzt aber an der Stelle schon mal sagen möchte, die sind total harmlos. So, also dir kann da nichts passieren, auch wenn sie sich unangenehm anfühlen. So. Ja, und die andere Sache, da weiß ich jetzt tatsächlich weniger zu sagen, weil ich es ganz schwer einschätzen kann. Ja, wir sind ja auch keine Experten, wir reden ja nur drüber. Und aber wenn dir das alles ein bisschen zu krass vorkommt, dann check doch mal unser Linktree aus. Da ist nämlich unser Partnernetzwerk. Da sind Menschen dabei, die kennen sich da ein bisschen besser aus als wir. Punkt, ja. Mein Hirn, wo ist mein Hirn heute? Kinder der Nacht. Vielleicht in der nächsten Einsendung. Also erstmal danke, Chrissy, und Ja, wahrscheinlich. hallo an wen haben wir denn jetzt? Du hast jemanden. Ich habe jemanden hier auf dem Bildschirm vom 28.12.24. Naja, Doppelungsalarm. geht noch in die Prüfung. Doppelungsalarm. Hallo ihr beiden, ich hätte... Anonym noch ein- ist es, oder? Ja, anonym. Anonym kam per Mail. Hallo ihr beiden, ich hätte da noch ein kleines Erlebnis, das vielleicht nicht unbedingt paranormal ist, aber mir 2 Schauer über den Rücken laufen ließ. 2009 starb die Tochter meines Lebensgefährten. Sie lebte und arbeitete zu dieser Zeit in Österreich. Während dem Schreiben fällt mir noch eine Begebenheit ein, die aber ihren Vater passierte. Er hat sie 2 oder 3 Tage nicht erreichen können. Sie ging nicht ans Telefon und rief auch nicht zurück. WhatsApp-Nachrichten gingen irgendwann nicht mehr durch. Dann, er war gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, verspürte er den Drang, am Straßenrand anzuhalten und die Polizei in Österreich zu kontaktieren. Er rief dort an und man sprach ihm, dass man sich kümmert und er verständigt wird. Er wartete an diesem Abend sehr lange, es kam keine Rückmeldung. Irgendwann schlief er ein. Am nächsten Morgen kam bei ihm zu Hause eine hiesige Streife vorgefahren und eröffnete ihm, dass seine Tochter tot aufgefunden wurde. Den genauen Todeszeitpunkt weiß aber niemand. Er konnte auch nicht genau festgestellt werden. Und so kommen wir nun zu meinem Erlebnis. Wir fuhren also an einem sehr trüben winterlichen Tag nach Österreich, um ihre Sachen zu holen. Auch dort war das Wetter trübe, neblig, bewölkt. Als wir alles zusammen hatten, fuhren wir vom Berg runter und als wir im Tal ankamen, sah es so aus, als würde der Himmel aufgehen und ein großer Sonnenstrahl kam hindurch. Ich dachte sofort, das ist ein letzter Gruß von ihr. Es war schön für mich, aber auch unheimlich traurig. Ich musste weinen. Zu ihrer Beisetzung war ähnliches Wetter, Regen, Nebel, also nicht so toll. Als die Trauerfeier in der Kirche zu Ende war, gingen die Trauergäste vom Haupteingang hinaus um die Kirche herum, aus der Nebentür wurde der Sarg geschoben. Und just in diesem Moment ging der Himmel auf und ein dicker Sonnenstrahl kam hindurch. Ich war perplex, sagte aber niemandem was davon. Ich wollte nicht als Spinner dastehen. Ein paar Tage später kam ein Kumpel meines Lebensgefährten zu Besuch und erzählte genau diese Situation. Auch er hatte es bemerkt. Liebe Grüße. Das hatten wir ja auch schon manchmal. Also erstmal, das tut uns alles sehr leid. Es ist wirklich eine... Ja, heute ist sehr viel mit Sterben, ne? Ja, heute ist irgendwie mal wieder so eine Folge, aber hatten wir tatsächlich schon häufiger so, und auch ich muss ja sagen, auch wenn ich da jetzt nicht näher ins Detail gehe, hatte in den vergangenen Jahren eine Trauerfeier, eine Beerdigung, wo nicht die Sonne, sondern wirklich im Moment der Momente, also halt am Ende der Zeremonie, wo es dann quasi zum finalen Verabschieden ging, das auf einmal so war, dass in diesem Moment ein Schwarm Vögel hinter uns allen aufgestiegen ist. Es war die ganze Zeit still, es hat auch keiner Das eine ist ja ruckartige auch irre. Bewegung gemacht, es war wirklich nichts. Es kann natürlich weiß ich, das kann auch sonst natürliche Ursprünge haben. So. Ja. Aber dieser Moment war halt einfach wieder so passend. Es hat auch keiner danach darüber gesprochen. So, warum auch? Den Moment kann jeder mit sich selbst dann ausmachen und verarbeiten. Ich weiß nur, ich für mich habe gedacht, okay, Wow. ja, ich sage auch Tschüss. So, danke, dass du nochmal dich verabschiedet hast, quasi. Krass. Ich habe ja eine Beerdigung geplant. Aber mit so Sachen dann quasi, dann steigen die Vögel auf, oder?
Ja, nee, ich habe das tatsächlich für mich festgelegt. Also ich weiß ja, was ich will und ich will ja auch nicht hier bestattet werden. Eigentlich will ich mich ja nicht verbrennen lassen, weil Nicht? ich bin nee, aber es muss in dem Fall tatsächlich sein. Und ich denke, na gut, ich krieg's ja nicht mehr mit, ne? Aber ich will mich ja gerne verstreuen lassen irgendwo. Egal, reden wir nicht drüber. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja. Aber die Feier soll eine Party werden. Ja. Das Also ist ich will ja das auch. nicht, ich will keine Trauerrede und so, das will ich alles nicht. Ich will nicht, dass die Leute alle in schwarz kommen. Die sollen in Freizeitlook kommen, casual. Und Sportlich elegant. Es soll so ein bisschen Disco, House, Funk Music laufen. Und es soll Cuba Libre geben, es soll ein gutes Bier vom Fässlein geben und Softgetränke. Und dann kann da gerne 1-2 Stunden eine Party gefeiert werden. Und ich hätte gerne so ein Schnittchenbuffet, habe ich mir überlegt. Aber jetzt nicht irgendwie noch den Holy Code auf die Karte hinten drauf, oder? Also, Nein, ja, das finde ich ja nicht noch witzig. Aber da sollen dann auch mit so hässlichen Deko-Elementen, ja, die man so aus diesem Non-Food-Discountern kennt. Also wirklich das Schrecklichste, was es da gibt. Den ganzen Trash will ich da drauf haben. Und so habe ich mir das vorgestellt. stimmt, also es gibt ja auch echt hier bei Geburtstagen und sowas, da ist ja keine Grenze gesetzt, was Genau. Bad Taste-Motto angeht. Aber warum Genau. nicht mal eine Bad Taste-Beerdigung? Wenn man es Ja. selbst in der Hand hat und sich so wünscht. Ja, Ja, hast du recht. das ist so mein Traum. Na Weg gut. von diesem, so, für mich ist es immer alles sehr, sehr spießig manchmal. Reden wir Und dann ich in denke mir- 75 Jahren nochmal drüber, wenn es dann soweit vielleicht irgendwann ist. Ja. Ja, Klopf auf nee, aber Holz. das ist so, so habe ich es mir vorgestellt. Nochmal einen richtigen Knall lassen. Ja, Und weg auch von dem irgendwas Thema jetzt. was Blähhaftes zum Essen fände ich auch gut, dass jeder danach nochmal 2 Tage furzen muss, damit man auch schön was noch davon hat. Das ist Damit es sie doch. alle noch an dich denken, ja. So machen wir es, Ja. Okay. Das Also, wäre mein Träumchen. gut, jetzt verarbeiten wir das alle kurz und ich fange schon mal mit der Einsendung von Tina an. Die kam im August 25 und hier steht: Hallöchen ihr zwei, ich heiße Tina und das dürft ihr auch gern sagen. Ich möchte euch gern meine Geschichten erzählen, hoffe, ich schaffe es einigermaßen verständlich zu erklären. Sie könnte etwas länger werden, weil es sind 2 Storys und die erste hat mir meine Mama erzählt. 2011 starb mein Cousin mit 22 Jahren an Mukoviszidose. Das habe ich bis heute nicht richtig begreifen können, obwohl ich mein Leben lang darauf vorbereitet wurde und es am Ende ja auch absehbar war. Aber mal ehrlich, darauf kann man sich einfach nicht vorbereiten. Schlimm war auch die Tatsache, dass wir uns in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren ja kaum bis gar nicht gesehen haben. Seine Mama und er haben etwa 600 Kilometer entfernt gewohnt. Als Kinder sind wir zusammen aufgewachsen. Wir haben im selben Haus gewohnt und wie das so ist, geht man irgendwann eigene Wege. Ja, und die beiden, mein Cousin und meine Tante, die sind weggezogen in eine Stadt mit Ärzten, die auf seine Krankheit spezialisiert sind oder waren. Nach seinem Tod fuhr meine Mama zu meiner Tante, um sie zu unterstützen und für sie da zu sein. Sie waren viel spazieren, sind die Wege gegangen, die mein Cousin liebte. Als sie von einem dieser Spaziergänge nach Hause kamen, standen die beiden im Wohnzimmer, als sie plötzlich einen ganz hohen Piep- oder Pfeifton hörten. Sie wussten nicht, was das gewesen sein könnte. Alle Geräte waren aus und dieses Geräusch haben beide vorher noch nie gehört. Hinter meiner Mama an der Wand, Achtung kleiner, Mini-Trigger, krabbelte eine Spinne die Wand hoch. Meine Tante nahm eine Fliegenklatsche, um die Spinne zu entfernen. Als sie mit der Klatsche die Wand berührte, flog auf der anderen Seite des Raums ein Herz aus Filz von der Wand. Mein Cousin hat diese Dinger gehasst und meine Mama sagte ganz laut: Das war er. Meine Tante antwortete: Noch einmal sowas und ich glaube es. Also im Sinne von, dass sie es dann auch tatsächlich glaubt. Sie hat es noch nicht mal richtig ausgesprochen und dieser komische Ton war wieder da. Natürlich sind das Dinge, die bestimmt total logisch zu erklären sind, aber in dem Moment war das für meine Tante wie ein Geschenk. Es half ihr mit ihrer Trauer und sie hat für sich noch weitere Zeichen bekommen, die ihr und ihren Alltag erleichtert haben. Ganz egal, was es am Ende wirklich war. Ja, und nun zu meiner eigenen Erfahrung. 2021 habe ich mir irgendeine Doku über ein Medium in den USA angeschaut und bin da das erste Mal auf die Idee gekommen, doch mal zu googeln, ob nicht bei mir in der Nähe auch ein Medium ist. Ich wurde fündig und habe mir einen Termin vereinbart. Da ich ihr eine Mail geschrieben habe und sie dadurch meinen vollen Namen kannte, habe ich vorher erstmal das Internet durchsucht, um zu sehen, was man überhaupt oder ob man überhaupt irgendwas über mich finden kann. Ich bin da doch sehr skeptisch gewesen. Ja, und als es dann soweit war und ich mich auf den Weg zu ihr machte, da war ich sehr nervös. Aber sie hat mich so toll empfangen, dass ich gleich viel ruhiger wurde.
Und was soll ich sagen? Sie hat mich komplett umgehauen. Natürlich war ich bei ihr in der Hoffnung, sie kann Kontakt zu meinem Cousin aufnehmen. Ja, und das konnte sie. Ich möchte euch 3 Dinge nennen, die sie niemals hätte wissen können. Das erste war mein Auto. Sie wusste, welche Farbe es hat und von welcher Marke es war. Und das Verrückte daran, ich war nicht mit meinem Auto dort, sondern mit dem von meinem damaligen Lebensgefährten. Dann ging es um den Sterbeprozess. Sie sagte, er habe keine Angst mehr gehabt, weil, in Anführungszeichen, der Papa deiner Mama ihn abgeholt hat. Ich habe ihr lediglich seinen Namen gesagt. Sie wusste nicht, dass wir verwandt sind und schon gar nicht, dass seine Mama die Schwester von meiner Mama ist und deren Papa, also unser Opa, war und schon vor langer Zeit verstorben. Damit hatte sie mich dann komplett. Ja, und die dritte Sache, die betraf meine Kinder. Sie sagte, er zeigt mir 2 Kinder. Sind das deine? Ich antwortete, ja, ich habe 2. Sie wiederum, okay, ich soll dir sagen, es geht ihm gut. Er gibt auch einen Namen. Julia oder Julian. Kannst du damit was anfangen? Ich antwortete, ja, das ist Julia, meine beste Freundin. Sie ist gerade bei mir zu Hause und passt auf die beiden auf. Krass, dachte ich. Und dann kam aber erst der absolute Hammer. Sie sagte, dein Großer hat deinen Cousin auch schon kennengelernt. Und da ging mir sprichwörtlich ein ganz helles Licht auf. Mein Großer war etwa 3 Jahre alt, als er nachts neben mir im Bett seine Flasche gesucht hat. Wir setzten uns hin, er hat getrunken und mir wieder ganz viele Geschichten erzählt. Hauptsache nicht wieder schlafen. Plötzlich schaute er in Richtung Tür und wurde ganz still. Dann fragte er mich leise, Mama, wer ist das? Ich fragte, wen er meint, und er zeigte dann Richtung Tür und dann sagte er nochmal, na, der da. Ich kann euch sagen, wer in dieser Nacht nicht mehr geschlafen hat. Ich nämlich. Ich bin dann ins hell erleuchtete Wohnzimmer und habe überlegt, ob ich Nachmieter suchen oder die Burg lieber gleich ganz abfackeln soll. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, bei diesem Medium gewesen zu sein. Und falls sie mich doch verarscht haben sollte, dann hat sie das verdammt gut gemacht. Ja, nun wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bleibt gesund. Ich liebe euren Podcast sehr und ich muss ehrlich zugeben, dass für mich das Nachtgeflüster die Hauptfolge ist. Ja. Liebe Grüße. Das sehen manche so. Vielen Dank für deine Einsendung und das ist ja total spannend. Es ist total krass. Also es hat mich auch sehr, sehr abgeholt. Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, wohnst du oder ihr wirklich auf einer Burg oder war das jetzt so sprichwörtlich dahin formuliert? Aber ich denke, das ist sprichwörtlich gewesen. Ne? So. Wenn nicht, ist es auch verdammt cool, auf einer Burg zu wohnen. Weiß ich nicht. Also. Ob ich das wollte, so. Wenn du grundversorgt bist mit WLAN und allem. Gut. Und im Fahrstuhl, ja. Aber wenn ihr auch Bock auf ein Medium habt, weil bald ist es, also dieses Jahr noch, bald, wobei es ist Juni bald, ne, es sind nur noch 6 Monate. Ich werde tatsächlich eine Sitzung mit Tine machen, die ja auch beim Live-Geflüster in Aschaffenburg war. Und das Ganze werde ich aufzeichnen und je nachdem, wie krass das wird, werden wir es ausstrahlen. Das stimmt. Ich sitze im Hintergrund, halte Händchen. Online, okay. Weiß ich noch nicht, was ich alles darf und was ich nicht darf, aber das sehen wir dann. Nee, aber alle Infos dazu auch bei uns im Linktree, da findet ihr unser Partnernetzwerk und danke, dass du uns das erzählt hast, Erlebnisse@Aktenzeichen. Ich finde es auch so krass, also gerade da, was da wieder alles gestimmt hat, was da gepasst hat, was da irgendwie noch rüberkam von dem Cousin und generell überhaupt, aber auch schon alleine die erste Story von deiner Mutter, also ja, und es wirkt ja so, du hast ja zumindest nichts erwähnt, als hättet ihr niemals rausgefunden, was es jetzt mit diesem Piepen oder Pfeifen auf sich hatte. Das ist ja schon speziell. Auf jeden Fall. Super spannend auch, also das mal so zu hören, wie sowas dann auch abläuft. Ne? Und Dankeschön, Tina. Dass da so viele Sachen bei rumkommen, auch das mit dem Auto und so. Wobei, da habe ich mir gedacht, na, kann man das googeln? Aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt rausfinden würde, was du für ein Auto fährst. Deine quietschgrüne Ente, die ist zwar auffällig, aber... Ich sage vor allen Dingen auch mal, das ist so spezifisch, also welches Medium, wenn du jetzt so tickst, dass du wirklich so ein Gauner bist oder Gaunerin, wo du dir denkst, ich verarsche jetzt, was für ein sinnloses Detail suche ich jetzt raus, so was ich dann bei jedem mache, sowas wie das Auto, wo die denken, nee, das sucht sich doch keiner raus, geht doch überhaupt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das wusste das Medium, woher auch immer. Das ist sau spannend, wirklich. Wie kriege ich denn diese scheiß Uhr eigentlich zum Schweigen? Theatermodus. So, ich glaube, damit funktioniert's.
Das Theater jetzt vorbei. Ein Riesentheater hier gemacht. Zora hat uns eine WhatsApp geschrieben vom 18.04.25 und dort steht geschrieben: Hallo ihr Lieben, mein Mann und ich sind vor knapp einem Monat in eine Wohnung in einem alten Gutshof gezogen. Ich habe am ersten Tag, als wir rein durften, alles ausgeräuchert, weil ich ungern in eine Wohnung mit alten Energien einziehen mag. Vor ungefähr 3 Tagen stand ich abends im Schlafzimmer und wollte mich umziehen. Ich stand mit dem Rücken zur Tür, mein Mann war zu dem Zeitpunkt noch im Arbeitszimmer am Computer beschäftigt. Als ich mir mein Shirt ausziehen wollte, hatte ich plötzlich das Gefühl, als würde jemand hinter mir stehen. So eine Wärme, wie wenn jemand ganz nah bei einem steht. Und eine männliche Stimme hauchte mir ins Ohr. Ich habe aufgeschrien. Ich bin nämlich ziemlich schreckhaft und habe mich umgedreht. Aber da war niemand. Mein Mann kam dann angelaufen und fragte mich, was passiert ist, und ich habe gesagt, was ich gespürt habe. Er glaubt nicht an Geister und meinte, dass ich vielleicht einfach einen Luftzug bemerkt hätte. Ich kann mir nicht erklären, was es war, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich was Komisches erlebt habe, und grundsätzlich versuche ich, mir alles logisch herzuleiten, auch wenn ich denke, dass es mehr gibt, als wir uns erklären können. Liebe Grüße, Zora. Auch spannend. Da bist du auch eher so der Ansprechpartner, glaube ich, was so diese Windhauche oder generell gehauchtes Zeug im Nacken oder wie auch immer angeht. Das habe ich ja, jetzt noch gestern nicht war gehabt. wieder so eine Situation, nee, vorgestern, gestern irgendwie jetzt die letzten 2 Tage. Ich war angeschlagen auf dem Sofa und habe so Fernsehen geguckt. Ich bin ja großer Bares für Rares-Fan, ich gebe es zu. Ja. Und ich war allein zu Hause und die Fenster waren zu, tatsächlich wegen Hitze draußen lassen und so. Ja. Und Rollos waren so halb runter, also man konnte es noch, also ne, man kann sich's vorstellen. Und auf einmal im Schlafzimmer poltert's und dann dachte ich, der Daniel kommt heim. Und es war aber nichts. Oh. Wann? Vorgestern? Ja. Also der war nachweislich nicht da, der war Also auch gepoltert, aber halt nicht zu Hause. und ins Schlafzimmer konnte ich ja gucken. Also da kam dann irgendwie, ich wusste nicht, was es war, ich habe auch nichts gesehen, was es sein könnte. Aber es war schon wieder mal, und da habe ich gesagt, oh, geht's jetzt schon tagsüber los? Ja. Darfst vielleicht nicht so abdunkeln, auch wenn es heiß ist. Sonst denke ich, es ist halt Nacht. Dann soll mir die Entität lieber auf den Zeiger gehen. Also da muss ich ehrlich sagen, also irgendwann ist auch mal gut, ne? Also recht. Na gut, Ja. öl schon mal deine Stimme. Ich habe nämlich gerade schon in das nächste Erlebnis reingelesen, was ich jetzt vorlesen werde. Die brauchen wir jetzt ganz kurz einmal. Hier kam nämlich was von Annika. Ist, glaube ich, nicht ganz so ewig lange her. Und hier steht: Hallo Patrick, hallo Conny, meinen Namen dürft ihr nennen. Ich bin Annika und schreibe euch heute die 3. Mail, glaube ich, schreibst du in Klammern. Keine Angst, nicht doppelt, nur verteile ich meine Erlebnisse auf mehrere Mails, damit es nicht so viel am Stück ist. Jetzt ist natürlich für mich dann wieder die Frage, die wir nicht beantworten können, ob wir schon mal was vorgelesen haben. Annika ist jetzt auch nicht der seltenste Name, aber da werden wir jetzt nicht drauf kommen. Also jetzt schreibst du erstmal kurz, und das sieht uns ja sehr ähnlich, das passt sehr gut, dass du sowas machst. Erlaubt mir, dass ich kurz abschweife, aber das tut ihr ja auch sehr gerne. Und daher möchte ich das nun auch mal. Heute hörte ich die Folge über Horrorfilme AZ 130. Ja, und damit ich mir den Filmtitel Skinamarink merken konnte, sagte ich ihn in Gedanken immer wieder. Mein Hirn machte daraus einen Ohrwurm, und jetzt schreibt sie: Conny, dein Einsatz, die Melodie von Stimmen im Wind von Juliane Werding, aber eben Skinamarink anstatt Stimmen im Wind. Und bitte Skinamarink ist der Film, den ich mir beibringen zu merken, irgendwie sowas. Ja, Stimmen im Wind könnte ich dann besser. Ja, Stimmen im Wind. Ja, okay. Das ist eine gute Brücke. Also ich liebe Eselsbrücken, wenn sie mir einfallen. Sei nicht traurig, Annika. Der Film, der ist wunderbar. Ich habe ihn nie gesehen. Aber Ich auch noch nicht. Aber ich glaube, wir wollten den gucken. 130 über Horrorfilme. Es muss ja dann eigentlich das mit Horror gewesen sein, mit unseren Freunden vom Horror-Podcast. Ja. Ja, den wollten wir sehen, und der ist sogar bei einem Streaming-Anbieter meiner Wahl. Und auch deiner Verfügbarkeit. Ja, auch meiner Verfügung. Ich glaube, wir haben jeden Streaming-Anbieter, wenn wir ihn irgendwie nicht nutzen. Das ist so krank. Geht mir fast auch so. Nur den größten, den, wo du denken würdest, den habt ihr auf jeden Fall, den haben wir nicht. Netflix? Richtig. Wir haben kein Netflix? Ich war immer nur eine Zecke. So, bei anderen. Und
Dann kamen irgendwann die anderen Regelungen. Zuletzt waren wir bei einer Nachbarin, die im selben Haus gewohnt hat, mit drin. Und wie die meisten ja jetzt mittlerweile wissen, sind wir ja letztes Jahr umgezogen. Und jetzt haben wir nicht mehr die gleiche Anschrift mit dieser ehemaligen Nachbarin. Und es war es uns nicht wert. Ich würde zwar schon irgendwann gern nochmal die letzte Staffel Stranger Things gucken. Habe ich tatsächlich, muss ich gestehen, noch nicht gesehen jetzt dementsprechend. Aber auch einfach, weil das so lange gedauert hat, dass ich ein bisschen raus war aus dem Hype. Aber gut, nee. Ich bin dann nach Folge 3 ausgestiegen, weil es mir zu hoch war. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ne? Keine Ahnung, der Tag wird kommen. Irgendwann mache ich mal wieder einen Probenmonat oder so. Gut, du bist schuld, Annika, an diesem Abschweifen. Du hast es eingeleitet, aber jetzt kommen wir mal zurück zu deiner Einsendung. Genau. Hier geht's nämlich los und du schreibst nun zu meinen 2 vielleicht etwas skurrilen kurzen Erlebnissen. Erstens, du hast es selbst betitelt, der Hello Kitty Wecker des Grauens. Das klingt schon danach. Das klingt schon sehr gut, ja. Vor grob 10 Jahren habe ich mir aus einer Laune heraus einen richtig kitschigen Hello Kitty Wecker direkt aus Japan bestellt. Als er ankam, wollte ich ihn gleich testen und stellte ihn auf 1 Minute in der Zukunft. Ja, das kenne ich auch. Er klingelte auch zuverlässig, allerdings mit einem ekelhaft lauten, schepperig schrillen Geräusch. Ich wollte ihn ausstellen, aber der Schalter funktionierte nicht. Das Schrillen ging einfach weiter. Na gut, dachte ich und nahm die Batterien aus dem Wecker heraus. Das Geräusch ging unbeeindruckt weiter und ich geriet in Panik. Schließlich nahm ich einen Hammer und zerstörte den Wecker, damit war er dann auch still. Es ist mir unerklärlich, wie er ohne Batterien weitermachen konnte. Ein Bekannter von mir, der meinte dazu, es könnte Reststrom vorhanden gewesen sein, aber geht es wirklich, fragst du, dass dadurch ein Wecker so einfach immer weiter schrillt? Ja, das geht, da kann ich einwerfen. Aber wie lange? Das kommt immer drauf an, ob die einen Speicher drin haben. Es gibt so einen Stromspeicherdinger wohl bei Weckern, weil sollte mal irgendwie, keine Ahnung. Ne? Das ist, glaube ja ich, sogar nicht so schlau, ja. Nicht so unüblich, sagt man. Ja, beim Wecker macht das schon Sinn, das stimmt. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe aber keinen richtigen Wecker mehr. Aber auch Stromspeicher, also auch im Sinne von Batterien. Jetzt nicht nur, wenn der Strom ausfällt, dass die weitermachen. Ja, dass die so einen leichten Puffer haben, ja. Das könnte natürlich sein. Gibt's wohl. Habe ich mir mal erklären lassen. Ich bin jetzt kein Wecker-Experte. Ich habe es einmal, der mir mal geschenkt wurde, halt die ganze Nacht. Ja, das kann ich auch nicht. Der flog direkt. Was ich einmal probiert habe, war, ich dachte, wenn ich jetzt ein Handy-Ladekabel habe es in der Steckdose stecken, ziehe es raus und steck dann den Stecker aber noch, also das Kabel noch schnell ins Handy. Ob da noch was ankommt, hat für eine halbe Sekunde funktioniert. Ja, falls das jetzt jemanden interessiert hat. Hat aber nicht geladen, wirklich. Du kannst auch irgendwie eine Kartoffel nehmen, 2 Pole machen und dann kannst du Lämpchen leuchten lassen. Ja, ein bisschen Knobi und Soße. Nee, kennst du es nicht? Doch, kenn ich. Gut. Okay, dann machen wir mal den Gespenstertraum. Der Gespenstertraum ist nämlich das zweite Erlebnis. Und wie du schreibst, ist in Anführungszeichen nur ein Traum, zumindest gehst du davon aus. Aber ich habe tatsächlich mal geträumt, dass ich ein Gespenst war und in einer Wohnung spukte. Ich konnte ganz klischeehaft durch Wände gehen und bin nicht durch den Boden gefallen. Das ist ja immer so die spannende Frage, warum das nicht passiert. Auch fand ich es unheimlich lustig, irgendwelche Gegenstände ganz subtil zu verrücken und freue mich schon auf den Schrecken und die Angst, die ich den Bewohnern dieser Wohnung damit einjagen würde. Ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen, nicht mal eine Vorstellung davon, dass Angst und Schrecken für die Menschen etwas Unangenehmes sein könnte. In Klammern, das entspricht meinem Alltagscharakter eigentlich überhaupt nicht. Das war's schon. Liebe Grüße an alle, macht weiter so, Annika. Das war mein Traum. Ja, ich habe drauf gewartet, dass da die Auflösung kommt, irgendwie, dass dann doch jemand gesagt hat, bei mir ist das und das passiert, was du im Traum gemacht hast, Annika. Aber so war es ja dann zum Glück nicht, weil ich glaube, das hätte dich auch sehr verunsichert. Auch wenn es der Conny gut finden würde. Mein Traum. Ja. Mehr sage ich nicht. Dankeschön. Danke, dass du uns das erzählt hast. Erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de. Und jetzt kommen wir zu einer WhatsApp-Audio von Pauline. 29. Nee. Hä? Doch, 6. Und aus der Zukunft, oder? 6.7.25, wenn man US-Daten richtig rumlesen will und es irgendwie nicht schafft. 2 Minuten 36, ich drücke Play. Hallo, ich bin die Pauline, ich bin 7 Jahre alt, ich komme aus Fürth. Und mein Vater, der hört immer Aktenzeichen Paranormal. Und da hat er mir mal davon erzählt, dass es jetzt auch Aktenzeichen Paranormal Kids gibt. Und das hört er halt immer. Und da wollte ich euch was erzählen, was mir gestern passiert ist.
Und übrigens hat die Pauline auch die Einverständnis, weil hier ist nämlich der Papa und sie darf mit euch quatschen. Und ihr dürft es auch gerne anhören oder auch verarbeiten etc. So. Also, ich war bei meiner Cousine und da haben wir halt so Mädelssachen gespielt, was, ja, halt so ganz normale Mädelssachen. Und dann kam mein Bruder rein und hat gesagt, so, ich möchte jetzt aber mitspielen. Das Problem war halt, Max spielt halt nicht so Mädelssachen und meine Cousine hat Pokémon-Kuscheltiere. Und da haben Max und ich, also mein Bruder und ich, haben uns sich da um ein Kuscheltier gestritten, weil meine Cousine hat ganz viele von den Kuscheltieren. Und dann haben wir uns irgendwann mal drauf geeinigt. Und da hat Max so ein Pokémon-Kuscheltier gefunden, das heißt Glumanda. Und wenn man da auf eine von den Pfoten drückt, dann sagt er entweder irgendwas, also zum Beispiel sein Name, also Glumanda, oder der macht ein Feuergeräusch. So, und dann hat Max es ab und zu mal gedrückt und so. Und dann ist Max gegangen, weil es für ihn langweilig war. So, dann waren meine Cousine und ich dann wieder. Also, dann waren halt alleine zu zweit an ihrem Schreibtisch, weil die hat da was Cooles zum Spielen. Dann haben wir gespielt. Und das Ding lag ganz alleine auf dem Bett. Und dann hat es einmal was gesagt. Und auf einmal einfach so aus dem Nichts. Und ich war ganz alleine mit meiner Cousine und keiner war in der Nähe von dem Glumanda. Und ich fand das schon ganz schön gruselig. Also vielleicht ist es ja irgendwas für euch. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat. Vielleicht hat es euch gefallen, ja. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Tschüss. Pauline, was ist denn da los? Hörst du wirklich nur den Kinderpodcast? Das klang sehr erfahren hier im Vortragen von so Einsendungen, Pauline. Aber der Papa ist ja dabei. Das ist alles in Ordnung dann. Was ist denn da los, Pauline? Hm? Ey. Ein Glumanda. So macht er. Weiß ich noch. Das war mir klar, dass du das wieder kennst. Glumanda ist eins von den standardältesten Pokémon. Also das solltest sogar du kennen. Das ist dieser kleine süße Drache. Conny, du warst in den 90ern auch Kind. Ja, aber wir hatten MTV und VH1. Das hatten wir auch, aber da gab es trotzdem ein anderes Leben noch daneben. Nein, bei mir gab's, ich habe mich für sowas nicht, ich habe auch nie He-Man oder sowas oder Batman und das sagen mein Bruder und ich heute noch, wenn wir im Restaurant sind, irgendwie, meistens gehen wir dann ja mit der Mutter zusammen irgendwo essen und wenn wir im Restaurant sind und da eine Gabel am Tisch liegt und da sind so die Zacken ein bisschen verbogen, gucken wir uns heute noch grinsend an, weil wir wissen, eigentlich würden wir jetzt zueinander sagen, da hat He-Man gegessen. Der hat dann halt mit seinem starken Biss die Gabel verbogen. Das ist einfach unser Insider seit 35 Jahren. Ja. Liebe ich. Ja, nee, Pauline, danke, dass du uns das erzählt hast und weiterhin viel Spaß bei Aktenzeichen Paranormal Kids und liebe Grüße an den Papa und wir strahlen es natürlich hier aus, weil bei Kids haben wir ja keine Einsendung. Das Richtig. ist auch so tatsächlich gar nicht vorgesehen, deswegen bist du jetzt auch hier, weil das fanden wir jetzt halt einfach zu gut, um dass wir es nicht irgendwie, also dass wir jetzt einfach sagen, nee, da geht's nicht, hier geht's nicht, also nee, das ist hier in Ordnung, aber ich bin immer noch ganz, ich habe mal wo gespielt, da hat die Veranstalterin 100-mal gesagt, zu allem, was es gab, sie wäre ganz bezuckert. Und das nutze ich jetzt auch nochmal, das Wort, ich bin auch noch ganz bezuckert. Sie ist bezuckert, hast du gesagt? Ich bin bezuckert. Also die hat das gesagt, dass sie ist bezuckert? Genau, die Veranstalterin damals bei diesem Auftritt, egal was wir wollten, machen oder wie auch immer, sie hat über alles ganz freudig bezuckert gewirkt. So war es. Ja. Ich bin doch angeschlagen, ich kann doch nicht so lachen, das geht nicht. Grüße gehen nach Hildesheim. Ja, und Hildesheim, da ist man noch bezuckert. Tessa hat uns eine Mail geschrieben vom 5.6.2025. So, hallo jetzt mal, das ist meine Story über wiederkehrende Träume. Oh, dass ich immer von diesem bestimmten Ort träume und rausgefunden habe, um welchen Ort es sich handelt, nämlich den Hürtgenwald. So gut bei euch ankam, ach, das haben wir schon mal irgendwann gehabt, dachte ich mir, erzähle ich noch eine weitere seltsame Traumgeschichte. So rum wollte ich das sagen. Ich habe mir gedacht, das hätte ich besser zusammensetzen sollen. Egal.
Es ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her. In diesem Traum war ich mit meiner Schwester wandern. Das wäre für mich ein Albtraum. Also, Ich wusste das. Ja, aber ja. Wir liefen eine kleine Nebenstraße entlang, die einen Berg hinunterführte auf eine große Hauptstraße. Das Seltsame war, im Traum hatte meine Schwester einen Hund bei sich, obwohl sie zu dieser Zeit gar keinen Hund hatte und auch nicht vorhatte, sich einen anzuschaffen. Doch da war er an der Leine, als wäre es das Normalste der Welt. Plötzlich hörten wir Hufgetrappel. Meine Schwester blieb stehen, etwa auf halber Strecke, den Hang hinunter und meinte, sie wolle warten, bis die Pferde vorbei sind, wegen dem Hund. Ich war schon ein Stück vorausgegangen und hatte freie Sicht auf diese Hauptstraße. Und da war er, ein Planwagen, gezogen von 2 Pferden. Er fuhr uns vorbei. Als der Wagen ein Stück weiter weg war, dachte ich, ja, ich drehe mich mal rum und sage zu meiner Schwester, jetzt kannst du weiterkommen, sie sind weg. So weit, so traumhaft, bis etwa 4 Wochen später. Da waren wir plötzlich wirklich auf dieser Wanderung. Gleiche Straße, gleiche Richtung, gleiche Stimmung. Und meine Schwester, diesmal tatsächlich mit einem Hund. Wir liefen genau diesen Weg hinunter und weiter unten hörten wir plötzlich Hufgetrappel. Sie blieb stehen, ich lief voraus und wie aus dem Nichts ein Planwagen gezogen von 2 Pferden tauchte auf und fuhr die Hauptstraße entlang. Ich drehte mich um, schaute sie an und rief ganz automatisch exakt dieselben Worte. Jetzt kannst du kommen, sie sind weg. In diesem Moment fror ich innerlich ein. Ich stockte, völlig überrumpelt. Ich wusste sofort, dass ich diese Szene schon erlebt hatte und das in meinem Traum. Alles war identisch, die Straße, der Hund, der Planwagen, sogar meine Worte. Ich war so überrascht, dass meine Schwester mich regelrecht zurückholen musste, weil ich in Gedanken völlig weg war. Es war nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Manchmal denke ich zum Beispiel an eine bestimmte Folge einer Serie und genau diese läuft dann einen Tag später im Fernsehen. Aber so konkret und haargenau wie bei dieser Szene war es noch nie. Liebe Grüße, Tessa. Wow. Wow. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da so gerade voll drin irgendwie in dieser Story. Hast du das nicht auch manchmal, wenn wir eine Einsendung haben und man ist da halt jetzt mal auch so vieles hier mit Hund und allem drum und dran und ein bisschen Natur und ich stehe gerade da einfach gefühlt daneben. Ja. Auch das macht das manchmal mit uns, was ihr uns schreibt. Ist das jetzt ein Déjà-vu oder ist das eine Vorahnung oder ist es, was ist es? Naja, wir können es ja nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Ich meine, wir kennen ja vermutlich die meisten von uns und von euch, kennen dieses Déjà-vu-Gefühl und ich finde, das ist generell sowas, wo man sich niemals dran gewöhnt. So, weil man hat ja ein Déjà-vu immer in anderen Situationen. Das ist ja nicht, dass du dann die Situation irgendwie immer wieder erkennst, das wäre noch schlimmer, irgendwie täglich grüßt das Murmeltier, sondern das ist ja immer eine neue Situation und dann denkst du, das habe ich doch schon erlebt und deswegen kann man sich, finde ich, gar nicht dran gewöhnen und jedes Mal zweifelt man so ein bisschen an seinem Verstand. Ja, das stimmt auch wieder. Aber was es jetzt hier war, ich kann es echt nicht sagen, keine Ahnung. Danke, dass du uns das erzählt hast. Erlebnisse@aktenzeichen-paranormal.de. Meine Stimme, es ist wirklich furchtbar. Ah ja, wir sind auch hier noch, ein paar Einsendungen haben wir noch, dann sind wir auch schon hier. Guck mal, wir haben auch schon eine Zeit lang, ihr schlaft wahrscheinlich schon alle. Ich lese jetzt was vor, was Anonymes und wieder mit ein bisschen, du würdest sagen, Doppelungsgefahr aus dem Oktober 24 kam über WhatsApp und wie gesagt, anonym. Hallo ihr 2 mausigen Männer. Hab eine kleine, aber feine Story für euch, beziehungsweise eigentlich 2 Storys, frisch aus dem diesjährigen Spooktober. Ja, also es kam von Ende Oktober 24. Du schreibst, also Ende 2020 sind wir ein ziemlich altes, süßes Haus gezogen. Wir, das sind mein Partner und unsere Tochter und du dann natürlich. Die war damals gerade 2 Jahre alt. Leider hatten wir in diesem Haus nur ein gutes, aber wirklich schönes halbes Jahr, weil uns dann im Sommer 2021 das Hochwasser stark getroffen hat. Oh, okay. Ich vermute dann, wir können uns alle denken, in welcher Ecke das wohl war. Na gut, ich lese mal weiter. Die Details dazu erspare ich euch an dieser Stelle, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass diese eine Nacht mit meiner kleinen Familie gefangen auf der ersten Etage unseres Hauses bis dato das einzige gruselige und auch erschreckende Erlebnis in diesem Haus gewesen ist. Ja, und das wohl auch nicht normal, aber eben auch nicht paranormal, schreibst du.
In dem halben Jahr im Haus hatten wir einen kleinen roten Kater aus der Nachbarschaft fast täglich zu Besuch. Trotz manchmal grober Patschefinger war er stets lieb zu unserer Tochter, hat in ihrem Puppenbett geschlafen oder manchmal auch auf uns und hat sich richtig in unsere Herzen geschnurrt. Nach dem Hochwasser, bei dem der arme Kerl auch noch draußen unterwegs war, kam er schnurstracks zu unserem Haus, ganz dreckig und sogar ein wenig verletzt, ja, um nach uns zu sehen, wie du schreibst. Rocky war ein richtig feiner Katermann und er ist leider wie der vormalige Hausbesitzer, der bis zuletzt im Haupthaus neben unserem gewohnt hat, kurz vor dem Hochwasser und jetzt schreibst du kurz nach dem Hochwasser an Krebs verstorben. Wir haben jedenfalls bis Ende September diesen Jahres circa 1 Stunde entfernt gelebt. Das Hochwasser dann verarbeitet die Familie um eine kleine Person vergrößert und sind jetzt, nachdem die untere Etage des Hauses komplett kernsaniert wurde, im Oktober wieder eingezogen. Ja, und dann sind gleich 2 Dinge passiert. Nachdem wir das Wohnzimmer fast fertig eingerichtet hatten, ging im unteren Stockwerk das Licht via Bewegungsmelder an. Könnte man ja noch rational erklären, weil die Dinger spinnen ja auch mal. Unmittelbar danach hörte man jedoch, wie sich ein Umzugskarton bewegte. Ein bisschen so, als sei jemand dagegen gelaufen. Danach ging das Licht via Bewegungsmelder im oberen Stockwerk mehrmals hintereinander an und aus. Und das, obwohl man niemanden auf der knarzigen Treppe vorher gehört hat. Mein Partner und ich saßen im Wohnzimmer und plötzlich kam ein eisiger Luftzug auf mich zu und es hat sich einfach so krass danach angefühlt, als sei plötzlich eine weitere Person im Raum anwesend. Dabei ist auch noch ein Ast von einer Monstera, den ich zuvor wirklich gut befestigt hatte, einfach abgegangen. Das Ganze war für einen guten Moment wirklich gruselig, aber zu keiner Zeit bedrohlich. Ja, und dann auch plötzlich vorbei. Ob da der alte Hausbesitzer noch mal kurz vorbeigeschaut hat, wer jetzt in seinem alten Nebenhaus wohnt. Wir haben übrigens den Conny gemacht und danach ging nur noch ab und an das Licht im Flur mal wieder an. Und für alle, die uns nicht beim Video verfolgen, Conny hebt wissend die Arme nach oben und sagt: So ist es doch. Genau, ich rühre mir aber auch gerade ein Komplexgetränk an. Komplex, aber gut. Ja, weiter geht's. Zweite Story. Und hier geht's um Rocky, steht in Klammern, also eben erwähnter Kater. In den ersten Tagen habe ich ständig das Gefühl gehabt, in der Küche riecht es nach Katzenpipi. Ja, und jeder, der den Geruch kennt, der weiß, dass das ein sehr spezieller und vor allen Dingen sehr beißender Geruch ist. Da hätte aber halt keine Katze reinpinkeln können und der ganze Raum wurde komplett neu gefliest und verputzt und nach einigen Tagen war der Geruch auch fast verschwunden. Ja, und dann habe ich mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Meine Tochter, die mittlerweile 5, also sogar fast schon 6 war, fing vor ein paar Tagen dann wieder an, von Rocky zu sprechen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir hatten ihr den Tod von Rocky damals verschwiegen. Zeitnah verstarb auch die Katze von ihrer Oma und das hatte ihr damals das Herz gebrochen. Das Hochwasser davor, dann die Umgewöhnung, eine große Schwester zu sein. Wir haben uns einfach dazu entschieden, ihr den Schmerz zu ersparen und ihr gesagt, Rocky sei umgezogen. Also muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, das finde ich nur zu nachvollziehbar, wie ihr das gelöst habt. Das ist vollkommen in Ordnung. Jedenfalls fing sie wieder an, von ihm zu reden und sie sei sich absolut sicher, dass Rocky sie bald besuchen würde. Und ich saß da natürlich mit meinen inneren Konflikten und unguten Gefühlen und wusste gar nicht so recht, was ich da sagen sollte. Außer, dass Rocky ja nun nicht mehr hier wohnt und mich immerhin damit zu trösten, dass das ja nur eine halbe Lüge sei, obwohl sich das natürlich auch nicht toll anfühlt. Ja, und dann gestern. Ich komme bei meiner Tochter ins Zimmer und sehe an der Fensterbank außen, da wo sie mit ihrem Kopf quasi dran liegt, da ist ein kleiner Pfotenabdruck und der war bis vor kurzem 100%ig noch nicht dort. Ja, und das Zimmer ist eben auch im ersten Obergeschoss. Weder Mensch noch Katze kommen da eigentlich gut hoch und sie kann das Fenster auch nicht öffnen, weil es vom Kopfteil ihres Bettes ein wenig blockiert wird. In Klammern, so, ja, ist quasi gleichzeitig auch als Kindersicherung gedacht, dieses Kopfteil. Und was soll ich sagen? Ich glaube, Rocky schaut manchmal immer noch nach uns und hat eben irgendwie versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt ist natürlich hier wieder die besondere Stelle anbei noch ein Foto vom Abdruck, den ich mir wirklich nun rational nicht erklären kann, aber ich finde es einfach ganz rührend und goldig und ich dachte, ich teile das mit euch. Kompliment an den Podcast, höre euch einfach unglaublich gerne. Liebe Grüße an meinen Süßmann, der bestimmt gerade diese Folge hört und eben schon reinkam und mich gefragt hat, ob das meine Story ist. Ja, und sorry, dass ich mich nicht kurz fassen kann, schreibst du. Ach, das war doch vollkommen in Ordnung. Bis dann. Bis dann, vielen Dank. Ja, Foto ist verschollen gegangen in den 2 Jahren, nehme ich an. Das Ding ist einfach, mit dem Umzug auf das neue System ist teilweise manches nicht mehr da und ich kapiere nicht warum. Ist auch, also du, also anonymer Mensch, der du uns geschrieben hast, du weißt nur zu gut, wie es mit diesen Umzügen ist.
Das Wichtigste hat man dabei, aber so manche Sachen gehen dann doch irgendwie verschütt oder tauchen irgendwann wieder auf, wenn du sie am wenigsten brauchst. Oder sind kaputt, wie Tassen zum Beispiel. Oder Fotos, Dateien, ja. Aber Tasse ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine neue Tasse von uns und zwar die könnt ihr kaufen bei Wenn ihr nicht mehr alle Monty Tassen im Merch. Schrank habt. Ja, wer nicht mal eine Tasse im Schrank hat und schon Gläser drin hat und eine neue Tasse will. Wir haben zum Beispiel eine neue Tasse und ein paar Shirts gemacht. Findet ihr alles im Linktree montymerch.de und da könnt ihr die kaufen, wenn ihr wollt. In stimmt. Aschaffenburg haben sie uns aus der Hand gerissen. Die waren Hast du kaum schon gesagt, was ausgepackt. das für ein Motiv war? BIM-Motiv. Genau, das, was es auch schon auf T-Shirt gab, unser Bim 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 mit dem kleinen Monsterchen Aber hinter diesmal uns. komplett als Panorama auf der Tasse. Sieht wirklich geil aus. Ist wirklich, ja, als würdest du auf ein Panoramafoto gucken. Es ist ein Panoramafoto, mein Hase. In rund, auf einer Tasse, genau. Tassen sind zu 90% rund. Ich habe eine eckige Tasse, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, das kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Stell Ja, dir die das ist mal halt vor. eckig. Wenn man einfach runde Dinge in eckig jetzt mal machen würde, so Gegenteiltag. Fußball wäre echt schlimm. Ja. Gut, was hast du denn noch für uns? Wir haben ja noch 3 Stück oder wie viel? Was hast du noch da so vorliegen? Ja, ich habe dich auch. Ich habe die Melissa hier liegen. Schlafwandeln heißt die. Und die scheint schon älter zu sein, von 24 ist und steht hier so. Hallo, ich bin seit kurzem riesiger Fan. Ich bin gerade bei AZ54, in der ihr über das blutende Haus geredet habt. Unter anderem wurde erwähnt, dass man sich während des Schlafwandels nicht verletzen kann. Vorweg, ich habe mich nie verletzt, aber war bei meinen Schlafwandelerlebnissen immer nah dran. Zu meinen Storys. Beide spielten sich ab, als ich ungefähr 4 Jahre alt war. Story 1. Meine Familie und ich, Mutter, Vater und kleiner Bruder, waren übers Wochenende bei meinen Großeltern zu Besuch. Wir wohnen 700 Kilometer auseinander. Deswegen haben wir dort übernachtet. Meine Oma hat zu diesem Zeitpunkt ein spezielles Messer, welches sie von ihrem Bruder beschenkt bekommen hatte. Und das hat sie schon ewig gesucht und es einfach halt nie gefunden. Abends brachten meine Eltern mich und meinen Bruder ins Bett. Es verging etwas Zeit, bis ich plötzlich aufstand und aus dem Schlafzimmer ging. Ich ging in irgendeinen Raum, öffnete die Schublade und holte ein Messer raus, ging ins Wohnzimmer, wo sich meine Eltern und meine Großeltern befanden, und knallte das Messer auf den Tisch. Alle versuchten mit mir zu sprechen, aber vergebens. Ich drehte mich wieder um und ging ins Bett. Später stellte sich raus, dass es das Messer ist, was die Oma die ganze Zeit gesucht hatte. Das ist aber auch krass. J-Phänomen? Das Story 2. Meine Mutter war in der Küche und richtete das Mittagessen her und ich lag im Bett und machte meinen Mittagsschlaf. Um das ganze Szenario zu verstehen, müsst ihr wissen, dass mein Bett gegenüber von meinem Schreibtisch steht. Über dem Schreibtisch hatte ich eine Lampe an der Wand hängen. Es war keine besondere Lampe, denn das Stromkabel war von außen sichtbar. Naja, so lag ich in meinem Bett und starrte auf die besagte Lampe. Mir kam es so vor, dass aus der Lampe eine Schnur ragte und mich störte diese Schnur so sehr, dass ich aufstand, in die Küche schlenderte. Ich nahm mir eine Schere aus dem Schubkasten und machte mich wieder auf den Weg in mein Zimmer. Meine Mutter hat in der Zeit versucht, mich zu fragen, was ich denn mit der Schere vorhätte, und folgte mir in mein Zimmer. In meinem Zimmer angekommen, lief ich schnurstracks auf diese Schnur zu, setzte die Schere an und wenn meine Mutter mir nicht die Schere aus der Hand genommen hätte, hätte ich das Stromkabel der Lampe durchgeschnitten. Das waren meine 2 Schlafwandelerlebnisse. Mittlerweile bin ich 18 Jahre alt und hatte nie wieder solche Erlebnisse. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ihr könnt meinen Namen gerne nennen. Mein Name ist Melissa. Wenn du das so am Ende sagst, klingt es irgendwie gruselig. Aber ist es nicht. Ja, gut. Melissa, du hast ja angefangen damit, dass du gesagt hast, so man kann sich dabei nicht verletzen. Jetzt klingt das ja bei dir doch so ein bisschen gefährlicher insgesamt. Also es ist ja offensichtlich zum Glück nicht wirklich was passiert, aber ja, das ist auch das, was man mir als Kind immer nur gesagt hat, irgendwie so von wegen, ja, Schlafwandler, die tun sich nichts. Irgendwie, die laufen auch auf Dächern rum und es passiert denen nichts, aber ich konnte mir das eigentlich früher schon nicht vorstellen, weil ich mir halt denke, okay, dann, aber wenn du eine Treppe runterfällst, warum sollte es dann nicht wehtun, zum Beispiel? Oder warum solltest du dann keine Treppe runterfallen? Also was bewahrt Ich glaube, weil dich du einfach davor? besser aufpasst. Mit so einen Augen. Ja, du hast eine andere Intuition. Kann schon sein. Gibt es da draußen jemand, der im Schlafwandel mal gestürzt ist? Das würde mich ja dann doch interessieren. Einfach mal so. Aber gut.
Schreibt uns das gerne und in der Zeit lese ich hier noch die vorletzte. Ich habe hier eine anonyme Instagram-Einsendung aus dem letzten Oktober. Und hier steht: Grüß euch. Ich habe euren Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt und höre ihn jetzt immer auf dem Weg zur und von der Arbeit. Da ich mit den ältesten Folgen anfange, kenne ich den aktuellen Stand von Connys Hausgeist nicht, aber ein gut gemeinter Rat: verbrennt eure Fußmatten und Türschilder /Deko, wenn Willkommen darauf steht. Ihr ladet damit nicht nur Freunde oder Lebende ein. Ich habe einen Dackel. Ein willkommen heißender Dackel oder? Nur ein Dackel. Okay, das ist vielleicht ja dann in Ordnung. Potenziell. Das hoffe ich. Oder auch nicht, weil ihr habt ja eigentlich viel damit zu tun. Egal. Weiter geht's im Text und da öfter das Thema Räuchern bei euch aufkommt. Nicht für alles ist weißer Salbei gut. Ich glaube, ihr hattet es mal gesagt, das kann dann auch immer irgendetwas richtig sauer machen erst. Also, dass das dadurch erst wütend gemacht wird. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich bekomme immer wieder paranormale Dinge mit, Berufsrisiko vermutlich. Möchte gerne 2 Geschichten aus meiner Jugend mit euch teilen. Vielleicht findet ihr die ja ganz unterhaltsam. Nummer 1. Mein erstes Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, passierte, als ich so etwa 6 Jahre alt war. Mein Kinderzimmer war im oberen Stock und mein Bett stand so, dass das Fußende zur Tür zeigte. Über meinem Kopfende hatte ich eine kleine Lampe mit einem Zugband zum An- und Ausschalten. Eines Nachts im Herbst oder Winter, also in Klammern, es war auf jeden Fall dunkel, aber meine Eltern waren noch wach. Da habe ich geträumt, dass eine Frau an meinem Bettende sitzt und mir ein Schlaflied singt. Oh Gott. Naja, zumindest dachte ich träume. Im Dunkeln sah die Frau aus wie meine Mama, mit den Locken und der schmalen Figur. Das wiederholte sich für ein paar Nächte. Die Frau hat mir keine Angst gemacht und strahlte immer Freundlichkeit aus. Ein paar Nächte später konnte ich nicht richtig einschlafen, sondern dämmerte irgendwo zwischen Schlaf und Wach. Irgendwann bemerkte ich, dass die Frau wieder da war. Kam mir gelegen, ich konnte ja eh nicht schlafen. Also habe ich Mama in Anführungszeichen gefragt, ob sie mir was vorlesen kann, weil ich ja nicht schlafen könnte. Die Frau hat nicht reagiert und wirkte irgendwie verunsichert. Ich habe dann nochmal gefragt: Mama? Weil ich nicht verstanden habe, was los ist und es mir plötzlich so komisch vorkam. Ich kriege hier eine Gänsehaut des Todes dabei gerade, das ist ja so schlimm. Dann hat die Frau ihre Hand auf mein Bein gelegt, wie um mich zu beruhigen. Und ihre Hand war einfach eisekalt und fühlte sich an wie eine riesige Spinne. Ich kann die Panik nicht wirklich beschreiben, die durch mich fuhr. Ich habe gebrüllt wie am Spieß und nach der Frau getreten. Sie auch erwischt und sie ist vom Bett gefallen, hat mich angestarrt. Nicht bösartig, eher verwirrt, dass ich sie treten konnte. Plötzlich hat meine Mutter die Tür aufgerissen und ist zusammen mit meinem Vater reingerannt. Die Frau war weg und kam zum Glück auch nicht wieder. Meine Mutter hat mir tatsächlich alles geglaubt. Also das ist ja schon mal unfassbar heftig, muss ich an der Stelle kurz einwerfen. Zweite Geschichte. Ein anderes Erlebnis passierte, als ich so 15 war. Auf dem Geburtstag einer Schulfreundin kam irgendwer auf die grandiose Idee, Gläserrücken zu spielen. Ja, und warum auch immer hatte diejenige sogar ein echtes Ouija-Brett dabei. Alles in mir schrie förmlich Nein. Und ich habe mich auch geweigert mitzuspielen und bin mit einer anderen Freundin, also Schulfreundin, in einen anderen Raum. Am Anfang hat man aus dem Nebenraum nur Gelächter gehört, ab und zu auch Jubel. Schien gut zu funktionieren. Nach vielleicht einer halben Stunde wurde es plötzlich totenstill. Irgendwer fragte dann: Was hat er gesagt? Dann knallte es, als wäre das Glas geplatzt. Alle brüllten panisch und versuchten, aus dem Raum zu kommen. Die Tür zu uns in den Nebenraum ließ sich jedoch nicht öffnen. Im Hintergrund krachte es, als würde jemand den Holztisch zerbrechen. Es herrschte pures Chaos. Die Tür sprang auf, alle rannten aus dem Raum und direkt zur Haustür aus dem Haus. Die Schulfreundin und ich fühlten uns wie in einem Film. Wir sahen zuerst unseren Freunden hinterher, dann in Richtung des anderen Raumes. Wir sahen nichts außer Scherben auf dem Boden und das zerbrochene Ouija-Brett. Wir sind dann rausgegangen und wollten nach den anderen schauen. Die Party war definitiv gesprengt und alle haben sich von ihren Eltern abholen lassen. Not so, Fun Fact: Alle, die beim Gläserrücken mitgemacht haben, sind innerhalb der nächsten 6 Monate ernsthaft erkrankt oder hatten Unfälle mit gebrochenen Knochen und Ähnlichem. Du lieber Gott. Das war's jetzt von meiner Seite. Macht weiter mit dem Podcast. Bleibt wie ihr seid klasse. Liebe Grüße. Also das ist ja mal beides unfassbar heftig. Aber das erste mit der Frau, ich musste auch so ein bisschen an die rote Augen-Story von X-Factor denken, nur dass es da ja wirklich die Haushälterin irgendwie war, die halt ja tatsächlich da war. Mhm. Aber das war mal, also das war jetzt wirklich hier Gänsehaut des Todes. Beides eigentlich. Ja. Danke, dass du uns das erzählt hast. Meine Stimme wird immer schlimmer. Schaffst du noch die letzte? Eigentlich, ich versuch's mal.
Versuch's mal, eigentlich ansonsten bin ich ja auch hatte noch dir da. ja eben geschrieben, können wir die schieben, aber das hast du nicht Das habe ich nicht mitbekommen. Es Ich hat ja hab's sogar- ausnahmsweise auch mal nicht gebimmelt, siehst du? zweimal geschrieben und du schreibst immer nur, jetzt bist du wieder da. Da vorher stand es schon. und Genau, dann weil stand's dann du noch. hast geruckelt. Ich hoffe, das war nur bei mir so. Aber die iMessage kam doch an. Bitte. Dachte ich. Oder soll ich sie machen? Oder willst du sie aufheben? Können wir alles machen. Nee, jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich. Du hast ja nicht reagiert. Tja, Ist das deine schweigst du jetzt bis Reaktion? zum Ende? Kann ich machen. Gut. Also, hier Hallo haben wir eine Conny Einsendung und von. Patrick. Danke für euren Podcast. Von wem? Ich höre ihn sehr gern und Alarmstufe ist auch super. Naja. Erstes Erlebnis. Heute am 4.4.24 ist unsere Oma gestorben. Ich muss das einfach loswerden. Ich war die Letzte, die sie lebend gesehen hat. Wir wechselten uns täglich mit den Besuchen ab. Aber ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihr und war quasi ihr drittes Kind. Ich bin ins Krankenhaus und habe mit ihr geredet. Sie war sehr krank und nicht mehr ansprechbar. Als ich bei ihr saß und sie von meiner kleinen Tochter und unserem Tag erzählte, sah ich im Augenwinkel einen Schatten. Ich dachte, es wäre Einbildung und beschäftigte mich nicht weiter damit. Als ich mich verabschiedete und die Tür schloss, hielt ich inne und dachte, geh noch einmal ins Zimmer und schau nach. Ich wusste nicht, wonach. Ich ließ es dann und fuhr nach Hause. Am Abend besuchte ich meine Mutter. Am Abend besuchte mich meine Mutter. Entschuldigung. Wir unterhielten uns in der Küche, während ich das Abendessen für meine kleine Tochter machte und meine Mutter um uns herum wuselte. Als meine Mutter das Licht in der Küche einschaltete, fing es plötzlich an zu flackern. Es ist eine normale Glühbirne und das war bisher noch nie so passiert. Wir beide erstarrten. Keiner bewegte sich. Meine Mutter sah mich an, ich sah sie an und meine Tochter beobachtete das flackernde Licht und sagte Uri, so nennt sie ihre Uroma und Uropa. Ich wollte die Situation auflockern und fing an zu lachen, ohne zu wissen, warum. Meine Mutter sagte dann, meine Mutter ist gestorben. 2 Stunden später erhielt meine Mutter den Anruf aus dem Krankenhaus, dass die Oma verstorben war. Ich bin ein rationaler Mensch, aber wenn es um solche Themen geht, glaube ich sehr stark daran. In diesem Moment hatten wir keine Angst, wir konnten es einfach nicht einordnen, das war das Problem. Wir hoffen, dass uns Oma Uri den Weg gefunden hat und es ihr jetzt besser geht. Und du machst jetzt bitte das zweite Erlebnis, bevor meine Stimme ganz weg ist. Das mache ich. Zweites Erlebnis. Das liegt jetzt über 25 Jahre zurück. Du schreibst in Klammern, ich bin 35. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Traum war oder ob ich es tatsächlich so erlebt habe. Es fühlt sich aber immer noch so an, als wäre ich wach gewesen. Wir lebten damals in einer Wohnung mit langem Flur. Am Ende lag die Speisekammer, an einem Ende quasi, lag die Speisekammer, am anderen das Wohnzimmer. Ich erinnere mich, wie ich am Flurende stand und in Richtung Speisekammer sah. Plötzlich sah ich eine Frauengestalt in einem weißen Nachthemd mit hellblauen Blüten drauf. Sie sah aus wie meine bereits verstorbene Uroma. Dann halt die weißen, grauen Haare, weiches Gesicht und dann auch doch dieses Nachthemd. Ihre Füße sah ich nicht und sie stand nicht auf dem Boden. Sie schwebte ein Stück darüber und kam in Anführungszeichen auf mich zu. Ich hatte aber keine Angst. Mit jedem Schritt verblasste sie etwas, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Ich erinnere mich noch gut an diese Situation, als wäre das gestern gewesen. Auch heute, nach all dieser Zeit, denke ich oft daran. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Liebe Grüße, Diane. Wow. Entschuldigung, Leute, dass ich jetzt so... aber ich glaube, ich kriege gerade eine richtige Erkältung. Ich habe ja schon gesagt, am Ende habe ich dir noch irgendwie was gegeben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Man weiß es nicht. Aber wir haben gut durchgehalten, du hast gut durchgehalten. Schick dem Conny mal ein heile Gänschen, wie man hier bei uns in Mainz sagt. Und bis dann, die das alle hören, ist es wahrscheinlich schon durch, gell? auch wollen wir es doch hoffen, oder? Wenn es dann immer noch hält, Dann haben wir nächste wird es Woche schwierig. ein Problemchen. Jetzt kommt doch gerade die Unwetterwarnung hier rein vom Deutschen Wetterdienst auf. Da bin ich auch gespannt. Ich spiele an diesem heutigen 29. Mai ja tatsächlich hier in Mainz noch für 2 bis 3 Stunden draußen. Heute Abend. Nee, heute nicht. Heute musst du nicht. Morgen wird's. Naja, Radio hat gesagt, heute Morgen könnte es schon rund gehen. Also heute Morgen haben sie es gesagt für heute Abend. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Lass mal auf dich zukommen. Ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht sehe ich einen Kugelblitz. Sehen wir es positiv. Sorry. Ja, deswegen. Dann machen wir doch jetzt hier mal gute Nacht und auf Wiedersehen. Gänschen. Danke an alle, die uns das erzählt haben. Erlebnis@aktenzeichen-paranormal.de. Wir gehen auf Tour, Tickets im Linktree und jetzt habe ich alles gesagt und ich drücke den Jingle ab und tschüss. Genau. Glaubt, was ihr wollt.
Aber ach so, ja, aber fühlt euch Alles gut gesagt, hier sagt er. Ja, Entschuldigung. Fangen wir doch mal den Satz an, komm. Ich darf? Okay, also in diesem Sinne glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.